Ich kenne die Frau nicht, die hier aufgebahrt ist. Gott sei Dank. Denn ich habe Angst vor dem Tod von Menschen, die ich liebe. Meine Mutter ist schon über 90. Ich möchte mich jedoch meiner Angst stellen. Ich verbringe eine Woche mit Bestattern. Sie wissen, mit dem Tod umzugehen. Es ist ihr Job. Ob es ihnen gelingt, mir meine Furcht vor dem Trauerschmerz zu nehmen? Und auch rasiert und alles, oder? Der ist echt auch schon ordentlich. Ne? Bekommen Sie jemanden, der ist nicht rasiert, dann würden wir rasieren. Wir rasieren die Verstorbenen immer, dass sie ordentlich sind. Und die Beratung Noah. Das bin ich. Journalistin, 52, Deutsche mit Italienisch als Muttersprache. Das hört man ja. Die DBF, der Herr Meier kommt um 12 Uhr, die DBF, ich weiß nicht. Heute ist mein erster Tag im Bestattungshaus. Morgen Besprechung. Nee, das musst du wegschicken, ne? Das ist der Chef. Dominik Kracheletz managt 12 Bestattungshäuser bundesweit. Wir sind in Kassel. Er meint, ich solle direkt mit Toten zu tun haben. Die Verstorbenen würden wir erst einbetten. Das werden erstmal 4 Stück, die heute Morgen fertig gemacht werden, angekleidet werden, je nach Wunsch, was verkauft worden ist. Deshalb gibt es so, das sind unsere Fahrscheine, wo alle Daten drauf sind. Es ist wie im Film. Die Leichen sind im Keller. Mit den Handschuhen ziehe ich mir auch Mut an, denn gleich werde ich 4 tote Menschen sehen. Alexander Esch will mich in die Kunst einarbeiten, Verstorbene aufzubahren. Die Stunde nach ihrem Tod haben sie in diesem abgekühlten Raum verbracht. Es waren 4 Verstorbene hier drin. Jetzt waren unten, weil es zu voll war, liegt unten auf der großen Doppelwanne liegen 2. Esther Nacht im Seniorenheim verstorben. Eine Dame von 89 Jahren. Wir betten sie ein, damit ihre Angehörigen von ihr Abschied nehmen können. Jetzt würden wir die Verstorbenen nochmal reinigen. In den Augen sind Eintrocknungen. Und soll es sauber machen? Ja. Probieren Sie es mal auszuwaschen, von der Mitte nach außen. Von der Mitte nach außen. Von der Nasenmitte, genau. Ich bin verwundert. Ich fühle weder Angst, noch Trauer, noch Ekel. Es ist ein angenehmes Nichts. Das Auge ist leicht eingetrocknet schon. Das heißt, eine Delle nach innen würde auch beim Abschied nehmen vom Verstorbenen nicht so gut aussehen, wenn auf einmal die Delle nach innen ist. Man hat die Augenlider immer geschlossen, damit der Verstorbene seine Ruhe bekommt. Er hat keine Ruhe mit offenen Augen. Man schläft ja auch zu Hause mit geschlossenen Augen. Auszuhalten, wie die 2 Bestatter jetzt mit OP-ähnlichen Werkzeugen an den Augen der toten Dame hantieren, fällt mir schwer. Schön. Gleich nähen sie auch noch den Mund der Toten zu. Sie soll ästhetisch aussehen. Perfekt, dann absetzen. Dann mit dem, absetzen und jetzt mit dem Bein so oben festdrücken. Ja. Und dann umsetzen auf rechts, links. So. Ja, und jetzt rein. Ja, ganz toll. Perfekt. Falls noch Schuhe kommen, hätten wir dann die Möglichkeit, die Schuhe anzuziehen. Hier? Jawohl. Die Totendecke ist fest. Mir fällt auf, wie respektvoll die Bestatter mit der Verstorbenen umgehen. Wie lange sind Sie schon in dem Beruf? Ich? Ja. 25. Ah, okay. Wann haben Sie das zum ersten Mal gemacht? Mit 14. Ist das wahr? Das ist ja im Familienbetrieb. Hatten Sie jemals Berührungsängste mit Verstorbenen? Nee, nie gehabt. Im Familienbetrieb kommt das nicht vor. Das ist ja Thema morgens, mittags und abends, auch beim Abendbrottisch. Ich bin überrascht, dass ich gerade keinerlei Berührungsangst habe. Ich bin ja auch bei Ihnen. Ich darf das Gesicht der toten Frau eincremen. Erst durch den Cremeduft realisiere ich, dass es hier gar nicht nach Verwesung riecht. Und es riecht total angenehm, ne? Wirklich. Sehr. Meine Angst vor dem Geruch der Toten war unbegründet. Daraufhin würden wir jetzt den Sarg namentlich innen kennzeichnen. Ja. Fertig. Übermorgen werden die Verwandten die Verstorbene verabschieden. So, und dann können Sie drüben zudrehen. Und die schöne Rosette, die muss schön gerade und ordentlich dran sein. Wunderbar. Von der Qualität ist der Sarg unten, mitten, oben? Ganz unten. Ganz einfache, schlichteste Einäschungssarg. Also für mich sieht der Sarg gut aus. Die sind auch optisch gut getrimmt, aber von der Qualität hält er nur von hier bis zum Krematorium. Oh. Ja. Erst im Nachbarraum fällt mir ein,
Nach dem Krematorium braucht man den Sarg aber auch nicht mehr, oder? Egal. Es geht gleich weiter. Wir betten noch 3 weitere Verstorbene ein. Gegenseite. Hier bitte auch. Machen Sie euch noch einen, hält nicht richtig. Ein bisschen schräg. Jawohl. Entschuldigung. Man hört Geräusche. Das sind die Stimmbänder und die Luft, die noch im Körper ist. Und die entweicht jetzt. Stimmt, dass ich Verwesung rieche? Ist es so? Das ist die Luft, die nur gegärt ist innen drin im Rachenraum. Die Verwesung, das ist nur die Luft, die nicht zirkuliert ist. Und die kommt raus, als wir gerade... Als wir gedreht haben. Ne? Ich meine jetzt nur vom Geruch. Ja, das ist Luft, die verwest ist. Jetzt werde ich also doch noch mit dem Totengeruch konfrontiert. Doch er ist auszuhalten. Und überhaupt, meine Angst, dass Tote unwürdig nur als Nummer behandelt werden, verfliegt allmählich. Erleben Sie das wirklich bei jedem neuen Verstorbenen als letzte Ehre, was Sie jetzt hier tun? Können Sie das? Das ist der letzte Dienst, den ich leisten kann. Ne? Ja. Und jeder Verstorbene ist ja anders. Eine Frau und ein Mann, kräftig, schlank, also das, jeder Fall ist ganz speziell. In jeder Kultur gibt es Beerdigungsrituale. Und Särge gehören, wie das Trauern, dazu. Wenn Sie von der Seite schauen, wie geschwungen dieser Sargdeckel ist in der Linie, das würden wir bei den deutschen Särgen so nicht hinbekommen. Und auch hier im Sargunterteil, so liebevoll in warmen Rundungen, das können nur Italiener so schön. Kostenpunkt? Liegt bestimmt bei 2.000 € der Sarg. Das geht nicht. Der Chef will mir mehr über Särge erklären in seinem Büro. Und dann gucke ich immer nach neuen Modellen. Im Moment ist das Wort Natur, Naturbestattung oder Naturhölzer, Natursärge oder auch in Verbindung mit Bio sind ja im Moment ganz tolle Worte, die jeder kennt. Ich habe hier einen ganz tollen Sarg, den wollen wir nächstes Jahr ins Programm nehmen. Ist eine Wildeiche. Oho. Das ist ein ganz toller Sarg. Er hat ganz warme Rundungen, absolut naturbelassen. Man sieht auch die Äste, man sieht die Strukturen des Holzes. Ja. Ein Traum. Dann haben wir hier die klassischen Särge. Weiß. Weiß. Lackiert. Weiß, Hochglanz lackiert, nicht metallic. Und diesen Sarg gibt es auch in einem ganz tollen Blau, Marineblau und auch in einem Klavierlack schwarz. Kann man sich vorstellen wie so ein schöner Flügel oder wie ein Klavier. Hochglanzschwarz und das sind ganz empfindliche Lacke. Wir gehen dann sogar immer noch mal mit dem Putztuch drüber und machen die letzten Fingerabdrücke weg, damit das tipptopp ist und super schön glänzt. Sogar am Friedhof haben wir noch so ein tolles Tuch dafür bei, damit wir das wunderschön haben. Florenza. Dass man sich so ehrlich über Särge freuen kann, eröffnet mir ganz neue Perspektiven auf dieses Objekt. Logistik scheint ein bedeutender Teil der Arbeit von Bestattern zu sein. Zwischen Ableben und Beisetzung eines Toten liegen viele Etappen und das Warten auf ihre endgültige Ruhe findet immer wieder woanders statt. Wir sind jetzt im Logistikgebäude. Der Verstorbene in diesem Sarg wird noch 4 Wochen im großen Kühlraum bleiben. Der Sarg nebendran muss zum Friedhof nach Kassel-Wehlheiden. Morgen ist die Beerdigung. Da war schon die Abschiedsfeier vor einer Woche. Ich habe heute 5 Verstorbene gesehen. Die Kälte ihrer Körper ist noch in meinen Fingern. Und ich merke meinen Hunger nach Leben, der immer stärker wird. Ich frage mich, ob die Profis sich noch vom Tod fürchten. Ich hatte einen schweren Herzinfarkt gehabt vor 3 Jahren. Und seitdem freue ich mich über jeden Tag, wo ich dabei sein darf. Das heißt, Sie hatten Angst zu sterben? Ja, es war kurz vor knapp. Okay. Ja. Ich habe gearbeitet und zwischendurch gearbeitet und beruflich ganz viel Erfolg. Und es ging immer und es kam immer neue Arbeit dazu und noch ein weiterer Betrieb, der aufgehört hat, den wir übernommen haben. Ich habe eigentlich nicht erkannt,
wann muss man mal Schluss machen, was ist der Ausgleich für die Arbeit. Jetzt geht es mir wieder so gut, dass ich eigentlich Angst habe, einen zweiten Herzinfarkt zu bekommen, weil ich nicht weiß, ob ich ihn überleben würde. Aber ich lebe sehr bewusst und habe auch meine ganze private Angelegenheiten und geschäftlichen Angelegenheiten alle geregelt, was ja die meisten Menschen noch nicht haben, auch nicht in ihrem Alter haben. Und eigentlich bin ich gut aufgestellt, aber ich freue mich über jeden Tag, wo ich noch dabei sein darf. Die Angst vor dem eigenen Tod bleibt also, auch bei Bestattern. Mein zweiter Tag unter Bestattern fängt an mit der Fahrt zum Friedhof nach Kassel-Wehlheiden. Die Floristin Sandra Nockert und ich bereiten die Kapelle für die Trauerfeier einer alten Dame vor. Da ist er, der Sarg, den wir gestern Abend noch hierher gebracht haben. Diese Seite hier ist vorne. Relativ schwer. Die weißen Lilien sind vom Bestatter arrangiert, kommen bei verschiedenen Beerdigungen zum Einsatz. Das Gesteck auf dem Sarg haben die Angehörigen der Verstorbenen bestellt. Insgesamt wird sie diese Bestattung 5.000 € kosten, erfahre ich später. Das heißt aber, diese Dekoration jetzt kostet 250 €, sehe ich. Genau, richtig. Manchmal kommt man in Kapellen, da ist leider gar kein Schmuck, da steht nur der Holzsarg und man kommt rein und man findet gar kein Leben mehr vor. Man weiß wirklich, hier ist es vorbei und ich finde, Blumen stehen wirklich für das Leben an sich. Im Durchschnitt kostet in Deutschland eine Beerdigung rund 6.500 €. Bestatter Alexander Langfeld betreut die heutige Trauerfeier. Er hat das hier alles organisiert. Auch ein Bild der Verstorbenen hat er mitgebracht. Ich weiß nichts über sie. Wie immer checkt der Chef, ob seine Qualitätsstandards eingehalten sind. Jetzt noch die Kondolenzliste, in die sich alle Trauergäste eintragen dürfen. So, das sind Erinnerungsbildchen. Die händigen wir gleich jedem Trauergast aus. Das ist eine tolle und liebevolle Erinnerung. Sie stellen sich quasi hinter die Kondolenzliste, sagen dann jeden Trauergast, den Stift halten Sie immer schön fest, warm in der Hand, Miene nach unten, damit es schön warm ist, und geben jedem Kunden, sagen, bitte schön, und dann zeigen Sie mit der anderen Hand, können Sie sich bitte mit Namen und mit Anschrift eintragen. Und wenn er sich eingetragen hat... Soll ich sagen, mein Beileid oder was? Nee, sagen die, wenn die Leute das sagen, wollen die guten Tag? Trauergäste nicht. Guten Tag, Sie können sich bitte schon in die Liste eintragen. Wenn er sich eingetragen hat, geben Sie ihm ein Gebetsandenken. Am liebsten aufgeklappt und schon so in Fahrtrichtung ist das falsche Wort, aber so in entsprechender Leserichtung. Ja. Ich will es versuchen. Ach, meine Liebe, wir waren Tag vorher noch beide schwimmen in der Therme. Freitag, Gisela, mein Schützchen. Bitte schön. Ihren Namen, dann die Antwort, bitte. Ja, auch die andere Frau nicht. Das ist schon mal anfangen, das wäre nicht schlecht, dann machen es die anderen auch. Ach so, denn die Basia, die hat mich ja angerufen, wie willst du denn beerdigt werden? Das musste ich sagen. Ja, es ist eben alles ein bisschen verrückt hier. Ja. Bitte schön, für Sie, wie Sie möchten. So lieb, danke. Gerne. Das ist aber schön, das ist aber toll gemacht. Die Konnemanns. Ja, bitte. Die Trauer der Dame geht mir sehr nah. Ich habe auch eine beste Freundin. Die Angst, der ich mich bei diesem Selbstversuch unter Bestattern stellen wollte, überwältigt mich gerade. Bitte schön. Alex? Inzwischen weiß ich, dass die Verstorbene 82 Jahre alt wurde und eine Waldorfschullehrerin war. Aus ganz Deutschland kommen ihre ehemaligen Schüler, um sich heute von ihr zu verabschieden. Das bewegt mich sehr. Kann man lesen. Wir bleiben hier. Es kann ja auch jemandem schlecht werden oder braucht Hilfe oder ein Glas Wasser. Wir bleiben während der Trauerfeier hier. Auch bei 0 Grad. Auch bei -10, ja. Okay. Alles klar. Inzwischen wird mir hier in der Kälte bewusst, es ist die Vergänglichkeit des Lebens, die mir hier vorgeführt wird. Sie ist es, die mich bewegt und aufrüttelt. Da ist es egal, dass ich die Person, die im Sarg liegt, nicht kenne und sie für mich eine Fremde ist. Dominik Kracheletz und Alexander Langfeld aber
sind hier in der Rolle der Dienstleister. Es ist nicht so, dass es mich so stark berührt wie die anderen Trauergäste. Die kennen ja den oder die Verstorbene. Ich muss ja auch meine Arbeit schaffen und kann daher auch gar nicht so nah mit den Gefühlen an der Sache sein. Sonst könnte ich die Tätigkeit gar nicht ordentlich durchführen. Aber ist überhaupt für Sie manchmal traurig oder überhaupt gar nicht bei Beerdigungen? Ach, es gibt schon Sterbefälle, die von der Situation her bedingt sehr traurig sind. Die mitten aus dem Leben gerissen sind, junge Familien mit kleinen Kindern. Das nimmt mich schon eher mal mit, weil wir haben ja auch eine kleine Familie mit 3 Kindern. Aber das ist zum Glück nicht jede Woche so. Ist es womöglich so, dass die Angst vor dem Tod von geliebten Menschen Teil des Menschseins ist? Die jahrhundertalten religiösen Rituale, die den Abschied begleiten, können Halt geben und trösten. Das spüre ich gerade sehr deutlich. Den seligen Geiste, das Seelenauge. Lange Zeit gab, dann kann man die Ich nehme den unteren Teil. Wir müssen die Friedhofskapelle räumen. Die nächste Trauerfeier steht gleich an. Die eigene Deko und die Kerzen nehmen wir mit. Die Blumenkränze sind schon am Grab. Ich fahre mit meinen Kollegen zurück. Nach dieser Bestattung möchte ich noch mehr darüber erfahren, wie Profis damit umgehen, jeden Tag mit der Trauer anderer konfrontiert zu werden. Ihnen oder Ihre Mitarbeiter ist es nie passiert, dass Sie auch in Tränen ausgebrochen sind bei einer Trauerberatung? Nein, die brechen nicht in Tränen aus, weil wir so nicht trauern, wie die Angehörigen trauern. Ihnen ist sowas nie passiert? Mir ist sowas nicht passiert. Doch, als ich meinen eigenen Opa mit beerdigen durfte. Völlig klar, das ist was anderes. Aber bei Kunden und Trauernden, die ich nicht kenne, nein, da weine ich nicht. Die Emotion ist da nicht dafür da. Weil wir diese Verbindung zu dem Verstorbenen nicht haben. Wir kennen ihn ja nicht. Wir kennen ja auch, wenn dann die Kunden aus früheren Sterbefällen, aber wir trauern ja nicht mit, weil wir mit der Person ja nicht zusammen gelebt haben. Ja, genau. Mhm. Ich könnte es auch lernen. Ja, ist kein Problem. Ich werde es gleich testen, ob ich so etwas tatsächlich lernen kann. Ich glaube, es ist gerade gekommen. Danke, los. Alexander Langfeld nimmt mich mit zu einem Trauergespräch. Ich weiß. Eine ältere Dame ist gestorben. Ihr Ehemann und ihre 2 Kinder sind angekündigt. Hallo, guten Tag. Hallo, grüße Guten Tag. Sie. Hallo, Herr. Grüße Sie. Guten Tag. Mein Beileid. Ja. Über die Kunden weiß ich nur, dass sie kein Geld für die Beerdigung haben. Also die Unterlagen vom Doktor, die haben wir alle vollständig hier. Krankenkasse auch. Dann lassen Sie uns beginnen. Unterlagen. Haben Sie Unterlagen mitgebracht? Nee. Was sind für Unterlagen? Stammbuch. Habe ich Ihnen ja gestern gesagt. Hast du mir nicht gesagt? Ja, aber ich denke, ist nicht schlimm. ja. Können Sie mir noch einreichen. Ist ja nicht Ist schlimm. alles bei mir. Dann Dann kann ist- ich erst morgen Nachmittag. Ist in Ordnung, machen wir. Okay, dann wäre jetzt meine erste Frage, was soll gemacht werden? Gestern haben Sie mir gesagt, Ja, Feuerbestattung wahrscheinlich kommt in Frage. Naja, wir müssen das nehmen, was das Amt übernimmt, ne? Genau, Von Amt Kosten übernimmt her. beides. Ja. Ob Erdbestattung oder Also Feuerbestattung. ich hätte dann lieber in der Erde. Eine Erdbestattung. Dass ich ab und zu mal zu ihr gehen kann. Das kannst du auch bei einer Feuerbestattung. Ja, Das ist eine aber Urne. es ist nicht so... Ja, als möchtest wie- du die Grabpflege übernehmen? Ach so, ja. Ja gut, das kommt noch dazu. Man Ach so, bräuchte dann Grabstein. irgendwann mal auch einen Grabstein, das kostet am Ende auch Ja. Geld. Ja, wollen wir es lieber dann so machen, der Einäscherung? Ja. Ja, dann machen wir es so. Wo soll die Urne beigesetzt werden? Westfriedhof. Auf dem Westfriedhof. Dachte ich. Das Sozialamt soll die Bestattungskosten für die Familie übernehmen. Zu der Trauerfeier noch mal ganz kurz. Soll denn eine Trauerfeier gemacht werden? Naja, nicht das noch alles drin in dem Geld, wollte ich mal so Ja, sagen. wie gesagt, eine ordentliche Bestattung ist mit dabei. Ob Sie jetzt Ja, mit Trauerfeier machen oder ohne, also das heißt nur eine Urnenbeisetzung, wäre auch möglich. Aber wenn Sie sagen, Sie sind im engsten Familienkreis. Nein, ich will keine Trauerfeier. Nee, willst du nicht. Es ist nicht mehr zu ändern. Aber die hat nicht mehr leiden, brauchen gar nichts.
Die ist friedlich eingeschlafen da. War sie krank? Ja, die hatte Leberzirrhose. Verstehe. Und das ist ganz schlimm. Und eine Niere hat nicht mehr gearbeitet. Und im Elisabeth-Krankenhaus haben die immer ruhig gestellt, immer ruhig. Aber sie konnte mich nur verstehen und hat meine Hand gehalten und hat ein paar Worte gesagt. Ich habe noch ein paar Fragen. Im Heim, da war sie ganz kalt und hat nicht mehr gepackt und kein Leben mehr drin. Und dem Morgen, ich will gerade Kaffee trinken, geht's Telefon. Ja, eure Mutter, also, die ist verstorben. Ah, da ging mir schon mal so die Knochen. Oh Gott, meine Hände. Du musst jetzt aber trotzdem noch ein paar Fragen beantworten. Genau. Ja, mach ich doch. 40 Jahre verheiratet und länger. Und ein Mensch geht dann von einem weg. Da. Zu den Abmeldungen noch mal ganz kurz. Sie hat ja Rente bekommen. Ja. Da bräuchte ich aber auch eine Rentennummer. Existieren noch irgendwelche Versicherungen, die abgemeldet werden sollen? Wie viele Kinder gibt es? Geburtsdatum bitte. Wie ist das mit der Kleidung? Konfession. Welche Konfession? Soll der zuständige Pfarrer auch dann mit dazukommen, die Urnenbeisetzung begleiten? Okay, gut. Dann bräuchte ich von Ihnen jetzt nur noch ein paar Unterschriften, Herr Kniering. Ja. Dann haben wir es für heute geschafft. Ja. Ansonsten sehen wir uns dann morgen um 15 Uhr zum Abschied. Ja. Und wenn Sie da noch Fragen haben, können Sie mich gerne noch fragen. Ja, ich weiß noch nicht jetzt was. Hatte sie jetzt das lange Nachthemd, hatte ich hingelegt, ich weiß nicht mehr. Ich meine, ich habe sie hingelegt, ne? Genau, das hat sie nämlich auch immer gerne angezogen. Wir haben vorhin so Enten drauf, so. Gut. Herr Kniering, bitteschön. Ich zitter natürlich jetzt mal. Einmal den Auftrag für uns und rechts. So. Auftrag, das Krematorium. Einmal bitte hier unten. Ja. Bisschen Schnaps geben lassen. Jetzt denke ich, jetzt liegt sie unten. Ja, sie ist bei uns aufgebahrt, das stimmt. Und morgen sehen Sie sie noch. Ja? Dann können Sie in Ruhe noch mal Abschied nehmen. Da haben Sie so viel Zeit, wie Sie benötigen. Ein Abschied im Bestattungshaus ist Teil des Service. Vielen Dank. Herr Kniering, alles Gute, viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, muss ich haben, muss ich, ja. So. Sachlich mit der Trauer anderer umzugehen, das hat heute nicht ganz geklappt. Ja, das war jetzt das Beratungsgespräch. War ja relativ einfach. Das ist für mich als Trauerberater ein ganz normaler Sterbefall. Ja, klar, jeden Angehörigen betrifft das persönlich, ist gar keine Frage. Aber wenn die Menschen im Alter sind, dann ist das für mich normal. Ja, wenn das jüngere Menschen sind, Kinder oder sonst noch was, da leide ich natürlich mit. Ich habe auch kleine Kinder, ich habe auch Familie und so weiter. Und nicht immer geht das Ganze an mir vorbei. Ein Tag später. Ich bin wieder im Keller des Bestattungshauses. Es heißt, wir starten gleich in Richtung Pathologie des Klinikums Kassel. Eine Leiche soll abgeholt werden. Ich bin alarmiert, denn den Begriff Pathologie kenne ich nur aus dem Tatort im Fernsehen. Von den Kommissaren weiß ich auch, dass es dort sehr unangenehm riechen soll. Ich kann gerade keine Fragen stellen, denn die Bestatter wirken so cool. Und tatsächlich, es sieht hier aus wie im Tatort. Moment. Ich hatte es jetzt so gut gemeint auf der Seite. Immerhin riecht es nicht nach Verwesung. Der Geruch im Raum ist überraschend angenehm. Warum war sie in der Pathologie? Hospitätsgründen. Warum ist sie in der Pathologie gewesen? Sie? Warum Sie hier? Bei der Tote? Also wir sowieso immer, ja. Ich bin erleichtert. Jeder Mensch, der im Krankenhaus verstirbt, wird in der Pathologie aufbewahrt. Und da trauen Sie sich, hier mit an dem Laken mit dran zu fassen? Ich gebe mein Bestes. Ich schaue nun auf eine tote, unbekannte Dame von 88 Jahren. Dass sie schön gerade liegt. Ich achte da mal drauf, dass das schön gerade ist und nicht so auf eine Seite. Die Dame ist vor wenigen Stunden eines natürlichen Todes gestorben. Ich erfahre später,
dass es für Bestatter üblich ist, die Leichen aus der Pathologie eines Krankenhauses abzuholen. So, das machen wir hier so. Die Verstorbene ist nackt. Wir ziehen sie an mit den Kleidern, die die Angehörigen vorbeigebracht haben. Moment. Ich muss erst noch kurz vorbereiten. So, und wir gucken, dass wir jetzt schön hier drunter kommen. Ich denke währenddessen, wäre es für die eigene Trauer nicht besser, wenn die Angehörigen ihre Lieben selbst aufbetten, anstatt wir Bestatter. Den Ring, damit man ihn sieht, lassen wir ihn immer auf der Seite, dass er oben ist in der Hand. Das ist immer wichtig, dass auch der Ehepartner noch mal den Ring sieht. Ja. Anonym unter Fremden im Krankenhaus sterben. Macht es für mich einen Unterschied, wo ein lieber Mensch stirbt? Ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Krematorium. Herr Kracheletz will eine Aschekapsel abholen. 66% der Deutschen entscheiden sich für eine Feuerbestattung, erfahre ich später. Morgen, Herr Kracheletz. Guten Morgen, Herr Hupfeld. Was nach der Einäscherung einer Leiche bleibt, sind zwischen 3,5 und 5 Kilo Asche, aufbewahrt in einer verrottbaren Aschekapsel. Tschüss. Als wir rausgehen, werden wir zufällig Zeuge der Einäscherung eines Verstorbenen. Ich empfinde große Ehrfurcht. Ich sehe das zum ersten Mal. Und dann bricht mein letzter Tag unter Bestattern an. Gleich kommen der Ehemann und die Kinder, die ich gestern im Beratungsgespräch erlebt habe, um sich von der Verstorbenen zu verabschieden. So anfassen. Oh Gott. Oh. Warte. Oh je. Der Sarg ist ein sehr einfaches Modell. Es ist das, was das Sozialamt bezahlt. Ja? Ich soll mich gleich um die Musik kümmern. Das sind so besondere Wünsche. In 10 Minuten sollen die Angehörigen da sein. Nach einer Woche unter Bestattern habe ich verstanden, dass die Angst vor dem Tod von Menschen, die ich liebe, nichts anderes ist als der Ruf, sie zu Lebzeiten wertzuschätzen. Meine Angst will mich daran erinnern, dass das Leben endlich ist. Ich will gleich meine Mutter anrufen und ihr sagen, dass ich sie lieb habe. Und auch meinen Bruder, meine Lieblingscousine, meine beste Freundin. Ja. Ja, das ist mir bewusst geworden. Ja. Ich bin bei dir. So, einmal. Jetzt sehen Sie sie zum letzten Mal. Morgen wird sie eingeäschert. Ein Mensch, der unter uns war, ist nicht mehr. Nun spüren wir, was es bedeutet, allein zu sein. Und wenn wir uns in Trauer vergraben, wenn uns nichts mehr anspricht, dann, Herr, lass einen anderen Tag anfangen, der uns aufs Neue ins Leben ruft. Die Kinder habe ich ja. Sie fehlt immer, war immer so lustig, so lebensfroh. Aber das war bestimmt, von dem waren schon so viele. Was in der Berschenbühne da, das war garantiert so viel. Das hat ich gar nicht verkraftet. Das war viel. Jetzt muss sie die Schmerzen nicht mehr ertragen, ne? Nee, muss sie nicht mehr, das ist friedlich, ist aber gut. Natürlich wird sie Schmerzen haben. Ja. Sagte mir, warum sie wollen ja auch nichts mehr essen. Die